2023 war die Marathon World Series hier zu Gast im Finale Ligure und ich bin gerade den ersten Anstieg der Original-Rennstrecke hochgekurbelt. Und so ein Monster ist natürlich perfekt, um dem neuen F-Podium hier bergauf mal richtig auf den Zahn zu fühlen. Auch wenn das Bike hier 20 mm Federweg mehr als sein Vorgänger hat, will es ein Racebike bleiben. Für 2024 hat Mondraker kein Racefully mehr mit 100 mm im Portfolio. Und trotz dem üppigen Federweg kann ich nach meinem Frühsport schon eins verraten: Die Sitzposition von dem Bike bleibt sportlich. Das kurz gehaltene Steuerrohr macht es nämlich möglich, den Lenker trotz der längeren Gabel super tief zu montieren. Und der Geometrievergleich auf bike-test.com zeigt, dass das Bike etwas länger ausfällt als die Konkurrenten in dem Umfeld. Bikes wie das Scott Spark RC, das Orbea Ois oder das Cube AMS sind allesamt einen Ticken kürzer vom Hauptrahmen. Der lange Reach bzw. der lange Hauptrahmen ist ein typisches Kennzeichen für Mondraker Bikes, das sich auch im neuesten Racefully widerspiegelt. In dem Punkt muss man also keine Angst haben, dass das Mondraker F-Podium ein weichgespültes Tourenfully geworden ist. Und auch der Hinterbau arbeitet antriebsneutral. Er ist sogar einen Ticken ruhiger im Anstieg als der Hinterbau des 2023er Mondraker F-Podium DC, das wir ebenfalls auf bike-test.com getestet haben. Das ganze Konzept ist etwas mehr Richtung Effizienz getrimmt worden. Passend zu den Race-Gehen des Bikes ist auch der Lenker-Lockout, mit dem sich das komplette Fahrwerk straffen oder blockieren lässt. Vor allem die Zwischenposition ist geil, wenn man auf Schotterpisten oder Trails Höhenmeter abspulen will. Dann geht's effizient voran, ohne dass man auf den Komfortvorteil eines Fullys völlig verzichten müsste. Der einzige Nachteil bei der Sache, mit der Teleskopstütze, dem Schaltzug, der Bremsleitung und den Leitungen für den Lockout, ist hier vor dem Lenker etwas viel los. Mondraker versucht es zwar mit der Zugführung durch den Steuersatz zu beruhigen, aber 6 Kabel sind einfach 6 Kabel, die kann man nicht verschwinden lassen. Wir sind hier kurz vor dem Traileinstieg des berühmten Rollercoaster Trails und es war ein ganz schön Stück Arbeit, hier hochzukommen. Es hätte mich aber auch schlimmer erwischen können, denn das Bike wiegt ohne Pedale 11,6 Kilo in der RR-Version, die 8.000 € Listenpreis hat. Der Rahmen von unserem RR-Modell bringt in der Rahmengröße M etwas über 2.100 Gramm auf die Waage. In Anbetracht dessen, dass der Hinterbau deutlich mehr Lagerpunkte und Industrielager hat, ist das ein sehr guter Wert. Das gute Gesamtgewicht und vor allem die leichten Laufräder in Kombination mit der sportlichen Sitzposition können sich bergauf echt sehen lassen. Bergauf fahren kann es noch das Mondraker F-Podium. Und auch beim Design bleiben die Spanier von Mondraker ihrer Linie treu. Auf ein Staufach im Unterrohr verzichtet Mondraker. Für die Energieriegel muss man auf die klassische Trikottasche zurückgreifen. Da bleibt das Mondraker F-Podium seiner puristischen Racelinie treu. Der integrierte Lenkanschlagsbegrenzer versteckt sich dezent im Rahmen und durch den neuerdings sehr tief liegenden Dämpfer ist im Bike Platz für einen zweiten Flaschenhalter. Die Kunststoffschutzbleche schützen den Dämpfer vor Dreck und zeugen von Liebe zum Detail. Auch die Teleskopstütze lässt sich mit wenigen Handgriffen im Hub verstellen. Der Zugeingang am Dämpfer muss sich bei jeder Dämpferbewegung leicht mitbewegen. Probleme hat es bei unserem Test aber nicht gemacht. Der Umlenkhebel ist mit Gewindeeinsätzen vorbereitet für den Einsatz von Mondrakers Mind Fahrwerkssystem. Das elektronische System zur Analyse und Abstimmung des Fahrwerks gibt es aber in keinem Modell ab Werk dazu. Alles gut und schön, aber jetzt hauen wir uns mal auf die Trails bis zum Meer wieder runter, um zu checken, ob sich die 20 mm Federweg mehr an dem Bike auch wirklich lohnen. Normalerweise hat man auf so Strecken wie hier im Finale Ligure ein Enduro unter sich. Aber auch die Marathon World Series war 2023 hier zu Gast. Technisch anspruchsvolle Strecken spiegeln den Zeitgeist der Ausdauerszene wider. Dass man mit dem Racebike hier runterbrettern kann wie mit einem Enduro, ist eine Illusion. Aber bei etwas angepasster Fahrweise kommt man hier mit Fahrspaß und Sicherheit den Hang runter und kann einen Tag auf dem Bike wirklich genießen. Dass das mit dem Bike hier gut funktioniert, liegt zu einem großen Teil auch an dem Zero Suspension Hinterbau, den Mondraker hier verbaut. Im Gegensatz zu den allermeisten Herstellern setzt Mondraker nämlich im Cross-Country-Bereich nicht auf flexende Kettenstreben, sondern hat ein System, das vollkommen gelagert ist. Und das hat 3 Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass das System wirklich super feinfühlig ansprechen kann, weil man nur den Dämpfer komprimieren muss und nicht eine Kettenstrebe zum Flexen bringen muss. Der zweite Vorteil ist, dass die komplette Kennlinie zu 100% über die Position der Lagerpunkte definiert ist. Da spielt also auch keine Kraft mit rein, die man nicht zu 100% berechnen kann. Und der dritte Punkt:
Durch das geschlossene Rahmendreieck, das das Mondraker hier hat, mit dieser Stützstrebe, die von der Kettenstrebe bis zur Sitzstrebe hochreicht, ist der Hinterbau deutlich steifer als andere Hinterbauten im Cross-Country-Bereich. Damit hält sich die Spur auch im rauen Gelände einfacher, als wenn hier viel Flex passiert. Der Vorteil der versenkbaren Sattelstützen ist hier auf den Trails wirklich omnipräsent. Man hat einfach eine deutlich größere Bewegungsfreiheit als mit einer starren Stütze, die in vielen Racebikes noch verbaut ist. Und auch die 20 mm Federweg mehr an der Gabel sind in so rauen Trails wie hier einfach ein Faktor, der einen wirklich Sicherheit gibt, wenn man mal das Gas aufmacht. Geometrie und Fahrwerk von dem Bike funktionieren bergab wirklich gut. Was ein bisschen hinterherhinkt in der Abfahrtsperformance ist die Leistung der SRAM-Level-Bremsanlage. Die könnte trotz der 180er Bremsscheiben etwas stärker ausfallen. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir mal weiter bis zum Meer. Waterride. Einmal vom Meer zum Traileinstieg und wieder zurück. Ich habe schon viele Testeinsätze gemacht, aber das heute war zweifelsohne was Besonderes. Und die Strecken, auf denen wir heute unterwegs waren, zeigen eindeutig, wie viel Potenzial mittlerweile in Racebikes steckt. Mondraker setzt den modernen Ansatz mit einer 120er Gabel und einer Teleskopstütze wirklich konsequent um. Und die Joker, die dieses Bike zieht, liegen wirklich im Bereich des Fahrwerks und der Geometrie. Denn da lässt Mondraker gar nichts anbrennen. Klar gibt es das Ganze nicht zum Nulltarif. Das Bike kostet 8.000 €, ist also sicher kein Schnäppchen. Und mit 11,6 Kilo waren reinrassige Racebikes früher auch etwas leichter. Aber mit so einem klassischen Racebike mit starrer Stütze und 100 mm Federweg wärst du auf dem Trail von heute auch ruckzuck in die spaßfreie Zone gekommen. Und mittlerweile sind solche Strecken auch bei Wettkämpfen einfach State of the Art. Mondraker beweist mit der aktuellen Neuauflage des F-Podiums nicht nur ein geschicktes Händchen bei der Umsetzung von aktuellen Trends, sondern auch ein Gespür für die Bedürfnisse der Ausdauerszene. Das Bike hier trifft den Nagel auf den Kopf und hat einen breiteren Einsatzbereich wie jedes Racebike, das Mondraker je präsentiert hat.